Es wird Zeit für unseren Superhelden. Tangleman. Die Welt hält den Atem an. Ob London, Tokio oder New York. Überall das gleiche Bild. Terrorismus, Verbrechen, Katastrophen, Unglück. Die Menschheit am Rande der Apokalypse. Tangleman! Die Zeit ist reif für Tangleman. Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Chancenlosigkeit der Jugend. Hier die Fünfjährigen, Paul, Simone, Ingrid und Michael, ständig unter Aufsicht, keinen Beruf, keinen Lebenspartner und vor allem kein eigenes Konto. Hier der kleine Sebastian, er hat noch keinen Führerschein. Und hier der kleine Philipp, er hat kein Telefon und kein Fax. Da sind keine Einzelfälle. Wer kennt sie nicht? Diese entsetzlichen Bilder. Wie bitte sollen denn Kinder, die nur wippen und schaukeln oder Tauziehen gelernt haben, im Computerzeitalter überhaupt überleben? Jugend ohne Zukunft, das muss nicht sein. Man sollte der nachwachsenden Generation lediglich frühzeitig kleine technische Probleme geben, die sie dann lösen können. Oder sie frühzeitig auf den Kampf im Dasein vorbereiten. Und irgendwann sollten sie auch lernen, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Und entweder er lernt das Bremsen oder er lernt es eben nicht. Das nächste Mal sprechen wir dann über die zunehmende Verrohung der Jugend in kriminellen Banden. John Travolta ist wieder voll in. Nach Jahren der Fehlschläge kann sich Mr. Saturday Night Fever vor Angeboten kaum retten. Gegenüber Zell-O-Fun lüftet er auch gleich ein Geheimnis. Er kann ein klitzekleines bisschen Deutsch. Ich habe dann 2 Jahre in der Schule gelernt. Ich vergessen. Ein bisschen. Was Deutsch angeht, ist er etwas aus der Übung, nicht aber bei seinen Honorarforderungen. Travolta sorgt für Schlagzeilen, weil er für ein neues Projekt $20 Millionen bekommen soll. It's not that I did it, it's that it's been offered to me, and I haven't done it yet. But my feeling is the prime motivation of work is never for money or for awards, but more for the quality of work that one demonstrates. And then if as a byproduct you get money and awards, that's icing on the cake, but you must deliver a good product first. In den 80er Jahren war der Grease-Star völlig out. Heute ist er der Millionen-Dollar-Mann. Wie hat er es geschafft? I'm not quite sure exactly how I did it, but I think Quentin Tarantino had a lot of help in offering me Pulp Fiction. I think it started a whole new career for me. And then with Get Shorty backing it up. Sie sind Stuntman, hä? Ja. Sind Sie gut? Aber ich gut bin. Ja. And then this movie, Broken Arrow, I think it's each move is solidified the first move, which was Broken Arrow. Get Shorty. Pulp Fiction. Bevor Travolta Ende Februar in der Hollywood-Comedy Get Shorty zu sehen ist, startet bereits Mitte des Monats der Highspeed-Kracher Broken Arrow, sein erster waschechter Actionfilm. The clock is ticking.
number one reason I wanted to do this movie was for John Woo. John Woo offered me 2 movies. And the first movie I didn't like as much, but the second movie I loved, and it was called Broken Arrow. And I said, I'd like to do this movie with you because you're John Woo and you're an artist, but I'd like to do the bad guy. I'd like to play the villain because I think I could do something with it. Ready, Captain? Snap of the earth. Here we go. Very nicely done. In Broken Arrow mimt der Hollywood-Star einen schlimmen Finger, einen Piloten der US-Luftwaffe, der seinen Freund killen will und 2 Atomraketen klaut. Noch nie war Travolta so böse. What the hell are you doing? It's my first real aggressive villain, real psychotic type. Yeah. But you have to be careful with villains because they have to be written well and they have to have an entertainment value to them, meaning that they have to have some unusualness that makes them entertaining. And in this guy, because he's military and he's odd, a little odd, made him entertaining as well. You see, so I think that's very important when you choose. So you have to choose your villains carefully, is what I'm saying. Nach dem Mistkerl in Broken Arrow übernahm Travolta zur Abwechslung die Rolle eines ganz Guten, eines Schutzengels. Titel des Films Michael. I play the Archangel Michael in the next project. It starts next month, and it's with William Hurt and Andy McDowell. And I play an angel that has a beard, and he smokes and he drinks, and he has dirty, big white, dirty wings. And he's a down-to-earth guy, you know, he's a gruff guy, but he's an angel. Nach 8 Minuten ist die Zell-O-Fun-Audienz bei John Travolta vorbei. Der Manager macht ein Zeichen, das war's. Das ist schade, wieso denn? So, also, Wir kommen nun das Gewinnerteam wird jetzt geteilt in 2 Teams, 2 gegen 2. Es geht im K.O.-System und die Gewinner von eben werden jetzt gegeneinander Karaoke singen. Und zwar haben wir die beiden Mannschaften Leonie, Martin und Viola. Und wer möchte anfangen? Wer möchte anfangen? Johannes und Viola, die erste Mannschaft hier geht in den Ring. Und was haben wir uns ausgedacht? Sweet Dreams von Eurythmics. Sweet dreams are made of these. When I disagree, I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Johannes und Viola! Und mit dem gleichen Titel gehen nun an den Start Mannschaft Nummer 2, Leonie und Martin. Und ab dafür! Sweet dreams are made of things. Who I am to disagree. I travel the world and there is disease. Everybody's looking for something. Some of them want to abuse you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to abuse you. Wow!
gilt jetzt die beiden Mannschaften zu benoten nach Schulnoten. Das heißt also, Äußer ist ein Äußer und das Sechster längert nicht. Dann muss ich nochmal singen. Und dann dürfen wir noch die Benotung für das Gesangsduo Nummer 1 haben. Benotungen. Ja, da haben wir eine 3, eine 2, eine 3, 4, 2, 2, sind 7. Und dürfen nun die Benotung für unser zweites Duo aufrufen. Eindeutig eine 1 minus. Das ist, ja, das kommt schon dem Streber nahe, 1 minus. Okay, einen donnernden Applaus für unsere Siegergruppe. Living on a dream sometimes. Hello to our viewers at Zell-O-Fun. Hello to our viewers at Zell-O-Fun. Very good German. Zell-O-Fun. That's all I want to say. There's no room for maneuver, so make sure that it stays a love for all seasons. Pop music it generally comes from the heart or the groin as opposed to the head most of the time, which is why musicians and businessmen don't understand each other. The people in the record companies don't understand the musicians and vice versa, because in the record companies they think with their head and the musicians are thinking with their hearts and their balls, basically. And I think that's why most pop balls, if you're living on one. I put pop music and sex, or not sex, but love and romance and just emotion is inseparable. Yeah. If you say a word enough, it starts to sound ridiculous. Sex, 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 sex. But yeah, I mean, sex is one of the emotions, but pop is about everything, isn't it? It's part of it, but it's not the whole picture. Some bands don't really write about sex much, do they? They write about, the more, Squeeze used to write observation kind of songs rather than just sex songs, and sort of kitchen sink dramas. So I think it varies, but it's an important part of what we do, I think, the sex aspect of it. Hands up for lovers, feeling good beneath the covers, mom and dad, sister, brothers, free the world. When people think we're sexy, I'm very surprised. I think if anyone thinks they are sexy, if you yourself think you're sexy, I think you're in a bit of a mess, aren't you? You end up a bit strange. Some people, like Debbie Harry, was always sexy without trying too hard. I always think Debbie Harry was really sexy, but it was like a natural thing. Whereas Madonna is sexy, but she tries almost too hard to be sexy. So as Fred said, it's something that just, if you don't think about it, I think it can happen. But I think if you start thinking, that's why I think boy bands are kind of, certainly to me at least, they're not very sexy because they sort of try too hard, and there's no irony. There's no smile in it. It's all supposed to be very serious about sex and love. It's not very ironic, that music. There is somebody for... And humour's sexy. Being funny is sexy. I mean, there's always someone for someone. I mean, there are people who think Mick Hucknall is sexy. I don't know where they are, but I'm sure somebody does. I do. Where? Rob does. Do you know what I mean? I mean, there are people... There's always someone for someone. Hip, hip, hooray, I'm a pop star. Hip, hip, hooray, no clouds in my sky. I like performing, and I like the camaraderie of musicians, and I quite like recording if it can be done nice and quickly. Writing can be fun. And writing can be fun. The rest of it is... But the rest of it... That word I used in the question before. Yeah, I mean, we've been sitting in a bus for 2 weeks. I think it's not... there are aspects of it that are not... Just being a pop star, or any star in any media or any sort of TV or whatever it is,
if that's your sole aim to be famous, then that's very sad. I think if you're famous because you're good at something or bad at something, then that's fine. But if you just want to be famous for any reason, that's a bit sad. Yeah, so being famous doesn't have any content. Do you understand what I mean? I mean, you can be incredibly famous, but if you're just famous, we have, in a way, Lady Di is like that. Lady Di is incredibly famous, but there's no content in her life. She can't do anything. All she can do is arrive and leave at places. She arrives and there's cameras, and then she leaves and there's cameras. But there's no content in her life, which is why she's completely balmy. Saturday afternoon, 2 or 3 o'clock, I'm usually getting back from the gym, having a bath, and then sitting down and reading the best English newspaper in the country called The Independent. I'm just trying to sleaze my way in with our photographer friend here, who promised me a bit of a treat on the bunk on the way to Berlin this evening. You can turn the camera over to Jane there if you want to actually Between 2 and 3? I'm normally, where am I? In the King's Road, probably. Loitering. Trying to find some poor, sad, lonely girl that wants to go out on a Saturday night. Yeah. I'm trying to lure her back to my place with money and drugs. Between 2 and 3 o'clock in the afternoon? I know. Can you get your head around that? Actually, you've got to start early, you know. Well, sometimes successful. Sometimes. He's shopping. I married her. You spend more time shopping. I shop a lot, actually, yeah, I do. He goes shopping all the time. Jetzt wird es ernst. 2 Freiflüge mit der LTU nach Rhodos gibt es zu gewinnen. Und die Endrunde ist Dr. Music. Jetzt würde ich sagen, die Leute, die Zell-O-Fun schon mal gesehen haben, die haben es gut. Wir spielen euch eine Zuspielung zu, eine Tonzuspielung, und danach fragen wir, ja? Also was jetzt kommt, ihr hört 5 Schnipsel Musik. Wir sind hier im Grünen. Das ist sehr lieb, Sie lieben mich. 5 Schnipsel Musik hört ihr, die alle etwas mit dem Begriff Grün zu tun haben. Ja? Ihr sollt die Interpreten, so viele ihr kennt, aufschreiben. Es sind 5 verschiedene. Ja? Alles klar? Spielen wir die Zuspielung ab. Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollali, hollali, hollalo. I paint my horse green. 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 Or should I leave it black? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went, little green man, little green man, little green man. Ja, das war also die Zuspielung. Ja? Das waren unsere Zuspielungen. 5 Zuspielungen. Elke, ich darf dir gerade eben mal hier den Zwischenstand von Martin durchgeben. Und zwar haben wir als erkannte Band Green Day. Sehr gut. Sehr gut. Und was hast du auf der Matte? Ja, wir haben da sowas Angefangenes, nicht wirklich was Geschriebenes. Green, green grass of home. Weißt du den Interpreten? Ja, da geht's. Ja, es war, wie Elvis Presley hat sie jetzt gerade gesagt. Na ja. Soll er uns Geld lassen? Soll er uns Geld lassen? Soll er uns Geld lassen? Soll er uns... So, meine Leute, ich sehe schon, wir müssen es gelten lassen. Wir wollen auf jeden Fall diese Kontroverse im Publikum noch haben, also jeder einen Punkt. Du bist gut zu uns, Tangleman, du bist sehr, sehr gut. Dieser Mann braucht Duell, das ist richtig so. Leonie hat auch einen Punkt. Es waren natürlich Comedian Harmonies, das mit dem ein kleiner grüner Kaktus, das war ja klar. Dann war dabei Elvis, The Bates, Leningrad Cowboys. Ja. The Bates waren auch noch dabei, ja? Na gut, okay. Aus welchem Land, zweite Frage, aus welchem Land kommen die Leningrad Cowboys?
Aus welchem Land? Es ist ein Land, dessen Sprache man nur sehr, sehr schwer lernen kann. Okay. Dann darf ich dir an dieser Stelle einmal den Zwischenstand von Martin durchgeben. Martin hat hier ein astreines, ein sauberes und ein korrektes Finnland. Ja, Leonie hat gesagt England, hat geschrieben England. Das ist etwas daneben. Gut, den Punkt bekommt der Martin. Martin, einen Punkt. Deutlicher Punkt für Martin. Es steht nun 2:1. Spannend, 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 spannend. Ihr hört gleich ein ganz bekanntes Stück Musik, Filmmusik. Zu welchem Filmklassiker gehört dieses Stück Musik? Ich glaube, was ist ein wenig Unruhe hier im Publikum? Da wird, glaube ich, mit versteckten Hilfen gearbeitet. Ja, was haben wir? So, und da kommt der Gong. Ja, meine Damen und Herren, dieser Punkt, also hier bei Martin habe ich zumindest Pink Panther stehen. Pink Panther für alle diejenigen, die sich da ein bisschen unsicher sind. Auf Deutsch heißt rosa-roter Panther. Also, okay, lassen wir es gelten, lassen wir es gelten. Pink Panther, rosa-roter Panther. Wäre auf jeden Fall richtig. Was haben wir, Leonie? Ganz klar, The Pink Panther ist richtig und Leonie hat leider das wieder durchgestrichen. Du hast geschrieben PI irgendwas, aber leider hast du den Punkt nicht. Das heißt, wir kommen zur letzten Frage. Zell-O-Fun unterhält sich immer mit berühmten Menschen. Und wir spielen euch jetzt diese Stimme zu. Und ihr werdet sie erkennen. Welcher Mensch ist das? Hallo zusammen, ich bin Bobo und ihr schaut Zell-O-Fun. Ich glaube, ihr wollt das nochmal hören, gell? Also, können wir es nochmal hören? Hallo zusammen, ich bin Bobo und ihr schaut Zell-O-Fun. Wer ist das? Der rosarote. Ja, da wird noch überlegt, da wird noch gedacht, da wird noch gearbeitet. Er ist aus der Schweiz. Er ist ein goldener Junge. Was? Hat gerade noch. So, stopp. Okay, und was hat der Martin geschrieben? Der Martin hat DJ Bobo. Das ist richtig. Die Leonie hat auch DJ Bobo. Ja? Hallo zusammen, ich bin DJ Bobo und ihr schaut Zell-O-Fun. Es steht 3:2. Ganz klar. Meine Damen und Herren, damit ist der Sieger in dieser Runde auf jeden Fall hier bei uns Martin. auf der Bühne. Ein Trostpaket für die Leonie. Vielen Dank fürs Mitspielen. Danke, dass du mitgespielt hast. Ja, und hier ist das Ticket. Also ein Reiseführer, Griechenland und